mich ist Essen spielt eine sehr wichtige Rolle. Also Kochen ist für mich eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, wenn die skillful ist in der Küche, die kann Jollof Rice, Fried Rice, Umutu, Patinquai und so. Das ist dann ihr Department. Aber warum ist dein Department? Kannst du nicht Mein Department, I am paying everything. Sie. Es gibt einen Grund, warum der Freund das Mädchen ausgewählt hat. Weil er hatte diese Wifi-Material-Sachen in ihr gesehen. Deswegen meine persönliche Meinung ist, es ist gut, zu einem gewissen Punkt diese Dinge zu tun. Stell dir mal vor, du hast eine Freundin und die hat 2 Jahre lang nicht für dich gekocht. Du weißt gar nicht, wie die gekocht hat. Das ist doch eine Red Flag. Das ist Red Flag. Stell dir mal vor. Die Traits müssen da sein. Diese Eigenschaften muss da sein und man muss erkennen. Ja. Aber gleichzeitig, ich finde, man soll sich auch ein bisschen was aufheben für die Ehe. Aber was? So, willst du mir sagen, du als Mann würdest da stehen und sagen, Adam, hör mal jetzt auf, meine Sachen zu waschen. Ja, da musst du. Warum musst du? Du kannst auch machen, Bruder. Du kannst auch machen. Mein Name ist Derek Amorke, hier bei einer neuen Folge von Let's Talk. Und we are back. Back in the building. What's up? Und ja, Mann, mit dem one and only Lionel, you know. A.k.a. Team Jesus. Yeah. Bruder, was geht? Oh, gut. Was geht bei dir? Bruder, bei mir läuft. Aber lang nicht mehr gedreht. Ja, deswegen habe ich gesagt, ey, lass mal was machen, lass mal was drehen. Ja, Mann. Ein bisschen quatschen, lang ist es her. Ich muss auch so tatsächlich sagen, meine DMs waren die letzten Wochen und Monate sehr, sehr, sehr voll. Und ich bekomme nur Nachrichten, ja, wann macht ihr wieder Let's Talk? Wann macht ihr wieder Let's Talk? Und ich sag, ja, ey, Ding, hier, schreib Derek und so. Ey, ich sag dir ehrlich, ich war auch sehr, sehr beschäftigt. Glaub ich. Ich meine, erwachsen werden hittet. Ja. hittet. Man muss manchmal seinen Fokus dann auch switchen und sich auf das Wesentliche fokussieren. Ja. Und ich meine, ich spiele ja noch Fußball, muss halt auch arbeiten, weißt du, und dann Familie hier, Familie da. Deswegen musste man so ein bisschen gucken, auf was man sich fokussiert. Aber ja, Mann, we are back. So, ja, Mann, ich habe was Nices heute geplant. Was hast du für uns vorbereitet? Das ist das, wir haben das, auf Let's Talk noch nie gemacht. Okay. Ich habe ein Szenario geschickt bekommen. Ja. Und da hat die Dame, sage ich jetzt mal, mir das sozusagen geschickt und gesagt, ey, bespricht mal das bei eurem Podcast. Und habe ich gesagt, ey, cool, machen wir. Ja, und deswegen habe ich gesagt, der richtige Person, mit dem ich das mache, bist du. Amen. Weil man dann dementsprechend auch von mehreren Sichten, sage ich mal, dann sprechen kann, auch von der christlichen Sicht. Ja. Und deswegen, bist du ready? Ich bin ready für aber ich würde gerne mal da direkt einhaken, also auch hier an die Zuschauer. Wenn ihr interessante Geschichten habt oder Szenarios habt, wo ihr euch nicht traut und so, könnt ihr gerne den Derek schreiben oder mir schreiben. Ja. Ich meine, ich habe auch in der Vergangenheit auch immer wieder auch private Nachrichten bekommen. Muss auch tatsächlich sagen, auch viele Fake-Accounts, nenne ich das mal. Ja. Also Zweit-Accounts von Damen, wo die mich schreiben und so weiter und so fort. Und ich meine, der Derek hat eine wunderschöne Plattform. Deswegen, wenn ihr mir schreibt und so und mir das okay gibt oder ihm, dann könnt ihr ihm schreiben oder mir. Ja. Safe. Ja, Mann, ihr habt's gehört. Ja, Mann, also die Person hat mir das geschrieben, aber das war jetzt nicht sozusagen ihre Sicht, sondern ich weiß nicht, von wo sie das hat. Ja. Sie hat es mir einfach so ein bisschen beschrieben und gesagt, ey, lies es einfach mal vor und dann spricht einfach darüber. Also, Sarah, 25 Jahre, ist seit 3 Jahren mit ihrem Freund David zusammen. Von Anfang an war sie jemand, der gerne gibt. Sie kocht, putzte manchmal, wäscht auch mal seine Wäsche mit, wenn sie sowieso dran ist. Nicht aus Zwang, sondern weil es in ihrer Kultur, ihrer Persönlichkeit liegt, Liebe praktisch zu zeigen. Als sie ihren Freunden davon erzählte, reagierten viele kritisch. Tu das nicht, sonst gewöhnt er sich daran. Du bist doch nicht seine Mutter. Männer respektieren dich weniger, wenn du zu viel machst. Männer heiraten die Frau, die Grenzen setzt, nicht die, die alles macht. Sarah hörte das alles, aber es fühlte sich für sie nicht richtig an. Sie sagte sich, ich mache das nicht aus Unterwürfigkeit, ich mache das, weil ich so liebe. David wiederherum ist nicht der Typ, ich lasse mich bedienen, er kocht genauso, er putzt, er übernimmt seine Aufgaben,
aber die Dinge, die Sarah aus Liebe gerne tut, lässt er sie machen, ohne es auszunutzen. Ein Jahr später machte David ihr den Antrag. Als Sarah ihre Freundin den Ring zeigte, fühlte sie einen leichten Triumph. Alle haben gesagt, ich soll die Dinge nicht tun, aber ich habe sie getan. Und es hat unsere Beziehung stärker gemacht. Amen. Genau. In ihrem Kopf denkt sie, vielleicht geht es nicht darum, was man nicht tut, sondern darum, ob beide etwas füreinander freiwillig tun. Genau. Das war sozusagen das, was die Dame gesagt hat oder beziehungsweise mir geschickt hat. Und das hat mich erinnert so ein bisschen an so ein Video, was ich auf TikTok gesehen habe, wo so ein Mädel ihr Ring gezeigt hat und auch gesagt hat, so, dass sie halt geputzt hat, ihre Sachen von dem Mann, der Freund, die Sachen gewaschen hat und das gemacht hat und so mäßig mit dem Ring gezeigt hat und so mäßig auch das Bild verkörpert hat, ey, er hat mich geheiratet oder er hat mir einen Antrag gemacht und ich habe nicht auf euch gehört. So, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Video. Was sagst du dazu? Ich sag mal so, erstmal, das ist ein sehr starkes Szenario, was die Dame uns hier geschickt hat. Und ich denke, man kann dieses Szenario aus verschiedenen Perspektiven analysieren, weißt du, weil ich denke, am Ende des Tages, jeder Mensch hat seine Präferenzen, jeder Mensch hat Dinge, wo er sagt, er befürwortet es, oder Dinge, wo er sagt, da ziehe ich mich lieber zurück. Und ich denke, die Freundinnen in diesem Szenario haben aus deren Perspektive gesprochen, weil die gewisse Erfahrungen gemacht haben in diesem Bereich. Vielleicht negative, vielleicht positive, weißt du? Und wollten in der Hinsicht wahrscheinlich der Freundin eine Warnung mitgeben. Aber wiederum die Freundin, wie wir das hier raushören konnten, hat wahrscheinlich eine andere Erziehung erlebt. Ja. Ne? Weil ich habe einen Satz gehört mit, das ist die Art und Weise, wie sie liebt. Genau. Das heißt, ich gehe davon aus, die wurde in irgendeiner Art und Weise von ihrer Mutter so trainiert. Vielleicht hat ihre Mama hat gesagt, ey, bei Männern musst du so und so machen. Da gibt es ja dieses bekannte Sprichwort, dass Liebe geht durch den Magen. Ja, ist so, ja. Aha, ist deswegen so, denke ich, dass vielleicht die Dame hier wahrscheinlich eher aus der Perspektive erzogen worden ist und die anderen Damen aus einer anderen Perspektive. Aber findest du, dass die Freundinnen oder die anderen Damen, die ihr sozusagen diesen Ratschlag gegeben haben, denkst du, die sprechen aus Erfahrung? Oder denkst du, die sprechen aus Neid? Weil es ist ja auch so, dass du, ich sag mal so, das Mädchen, die jetzt, sag ich mal, diesen Antrag bekommen hat, hat ja wahrscheinlich auch gewisse Sachen ihren Freunden erzählt. Ja? Und dann ist es ja meistens immer so, dass, wenn die dann mal in ein Gespräch kommt und so, dann entweder gibt es diese Meinung aus Erfahrung oder es gibt diese Meinung aus Neid, weil sie einfach sieht, okay, ey, bei euch läuft's und so weiter und so fort. Und dann hast du vielleicht eine Freundin, die das gar nicht so fühlt, dass du glücklich bist, dass du so zufrieden bist und so. Und dann gibt sie halt einen anderen Tipp. So, mach das Gegenteil, als was du jetzt machst. Weil wenn zum Beispiel Sarah das jetzt gemacht hätte, könnte es sein, dass sie vielleicht diesen Heiratsantrag nicht bekommen hätte. Ja, das heißt sozusagen, die Freundin hätte so mäßig wie gewonnen. Ja. So, weißt du? Ja. Denkst du, es kommt aus Erfahrung oder es kommt aus Neid? Bruder, ich sag auch, das ist für mich sehr, sehr schwierig. Guck mal, weißt du, das Ding ist, ich habe in meinem Leben so viele Sachen schon erlebt. Das ist es, ja. Weißt du, weil ich habe Freundschaften gesehen, wo eine Freundin aus Neid, Eifersucht gegen die eigene Freundin gestichelt hat. Das habe ich erlebt, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich erlebe das immer in einem gewissen Kontext, wo ihr seid in einem Freundeskreis und die Jüngste aus dem Freundeskreis ist diese ab. Bei ihr läuft, die ist schon verlobt, die ist das und so. Und dann, so wie ich es mitbekommen habe, kann ein gewisser Neid sich entwickeln, wo die Freundinnen sagen, eigentlich müsste ich die Erste sein, die durch diese Tür geht. Weißt du? Das habe ich auch alles mitbekommen. Deswegen, ich sage dir ehrlich, ich weiß es nicht. Ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich denke mal, irgendwo bestimmt Neid, aber irgendwo kann es auch Erfahrung sein. Ja, aber ich finde, also im Grunde genommen, was findest du, wie weit soll eine Frau gehen in einer Beziehung? So, weil ich sag dir so, ganz ehrlich, in der heutigen Gesellschaft, weil auch Social Media und all diese ganzen Sachen wird ja immer
Bruder, warte mal, ich will dich unterbrechen, ich habe überlegt gerade, gell, ob das Neid ist oder nicht. Guck mal, ich sag dir jetzt eine Sache. Ich sag immer wieder, wenn eine Dame in einer Beziehung ist, sollte sie keine Ratschläge nehmen von Freundinnen, die nicht in einer Beziehung sind. Ja, Mann. Weil ich sage, eine Freundin, die Aber nicht auch bei Männern ist auch genau das Gleiche. same thing, genau, same also thing. wir reden jetzt nicht nur über Frauen, sondern das ist genau das Gleiche, ja. Genau, weil ich denke, jemand, der nicht diese Erfahrung hat oder nicht in der gleichen Situation ist, kann sich nicht in eine Lage hineinversetzen. Und wenn die nicht in dieser Position ist, Charlie, die Ratschläge sind Trash. Die sind Trash und so. Deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, eher mehr dann zu Neid tendieren, wenn die Freundin keinen Freund hat. Okay. 100%. Aber was denkst du, es ist auf meinen Punkt, was ich jetzt gerade eben auch gesagt habe, ist so, denkst du, weil in der heutigen Generation ist es ja so, dass es gibt ja viele Ratschläge, die auch sehr einflussreich sind, auf uns auch, weißt du, weil du einfach immer wieder hörst, okay, gerade bei Frauen oder ja, sagen wir mal Frauen, du musst independent sein, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, darfst nicht so viel Gesicht zeigen. Bei Männern ist so, ja, sei nicht so weich, mach so, weißt du. Sei hart. Sei hart und weißt du, wie weit beeinflusst es dann einen Menschen, ob es jetzt Mann oder Frau ist, auf ihre oder auf deren Beziehung. Weil das, was zum Beispiel jetzt der Fall war, ist ja so, dass die Freundin sozusagen was gesagt hat und ich sag mal so, hätte sie das angenommen oder hätte sie keine starke Persönlichkeit, hätte sie sozusagen sich beeinflussen lassen von dem Ratschlag, den ihre Freundin gegeben hat. Ne? Aber es gibt ja nicht nur Ratschlag, es gibt ja auch heutzutage auf TikTok siehst du ja viele Sachen. Du siehst auch auf Instagram viele Sachen. Selbst auf Snapchat siehst du viele Sachen, wo dann genau das vielleicht gesagt wird oder das im Podcast gesagt wird und so weiter und so fort. Und du als junge Frau denkst dir so, okay, ist das der Norm? Weil jeder sagt es ja. Und wenn jeder das sagt, dann müsste es ja der Norm sein, so mäßig. Ja? Und wenn du halt nicht eine starke Persönlichkeit hast und sich selber nicht, sage ich mal, reflektieren tust, oder nicht weißt, was abgeht, weißt du, dann denkst du, okay, das ist Norm, okay, so mache ich das, weißt du, und am Ende des Tages merkst du dann, okay, erste Beziehung fehlt, zweite, dritte, vierte, weißt du. Aber Bruder, ich muss sagen, diese Frau aus dem Szenario, die ist für mich, ich sag mir jetzt einfach das Wort, für mich ist die Wifey Material, erstens, Wifey Material, zweitens, Traditional Woman. Drittens, ich sage, weil da gab es einen Abschnitt in dem Text, ich sage, es gibt einen Grund, warum der Freund das Mädchen ausgewählt hat. Weil er hat diese Wifey-Material-Sachen in ihr gesehen. Deswegen meine persönliche Meinung ist, es ist gut, zu einem gewissen Punkt diese Dinge zu tun, damit man sieht, she is that kind of woman. Aber was sind denn diese Sachen, die man tun sollte? Also was denkst du als Mann, was denkst du von einer Männersicht, was soll eine Frau tun, um zu diesem Punkt zu bekommen, dass der Mann die sieht als Wifey? Okay, Amen. Starke Frage. Das ist eine starke Frage. Ja, das ist das. Weil ich sag dir ehrlich, von meiner Meinung nach bin ich der Meinung, klar, wir Männer haben auch unsere Aufgaben und die sollen wir 100% auch nachgehen, ausführen etc. Ja. Aber ich finde, eine Frau oder generell in einer Beziehung sollte es nicht zu einem Punkt kommen, wo du nachdenkst, wo du sagst, ey, das kann ich nicht machen, das soll ich nicht machen. Ich finde, wenn du in einer Beziehung bist und ihr beide euch liebt, beide euch schätzt, beide euch respektiert, sollte die Liebe, die in euch steckt, es sollte hin und her gehen. Weißt du, was ich meine? Und man sollte sich nicht dann irgendwie zurücklehnen, weil alle in diesem Alter, wo wir jetzt, sage ich mal, sind, wenn ich jetzt zum Beispiel oder du jetzt jemanden kennenlernst und du merkst so, okay, die gibt nur 50% von dem, was sie eigentlich macht, hast du keine Zeit dafür. Ja, guck mal jetzt. Die Bibel sagt, he who finds a wife has found a good thing and obtains favor of the Lord. Ich sage immer wieder, dass aus der biblischen oder christlichen Sicht heißt das für mich, unabhängig, ob ich die Frau date, ob sie meine Freundin ist und so weiter und so fort, muss die Frau schon einen Status haben einer Wifey. Von da kommt das Wort Wifey natürlich. Ja, genau. Das heißt, für mich muss sie dieses Image verpacken. Okay, jetzt wird jemand fragen, ja, was ist denn dieses Image? Wir müssen in diese Materie reingehen. Das heißt für mich, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, me, I'm a traditional African man. Das heißt, Bruder, für mich ist Essen spielt eine sehr wichtige Rolle, Bruder. Safe, ja. Essen, also Kochen.
Kochen ist für mich eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, wenn die skillful ist in der Küche, die kann Jollof Rice, Fried Rice, Umutu, Katzenquai und so. aber das heißt, ja, okay. Das ist nur ein Punkt. Ja. Das ist nur ein Punkt. Aber dann weißt du, im Bereich Womanhood, Wifehood, Charlie, die hat ein Department, das ist wie in der Schule. Es gibt Mathe, Deutsch, Englisch. Ein Department, du kannst direkt Haken abmachen. Ja. Fertig und so. Ihr telefoniert, bla 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 bla. Die sagt so, ja, okay, ja, heute bin ich das Wochenende zu Hause, weil ich muss auf meine jungen Geschwister aufpassen. Dann merkst du, wow, okay, die kann familienorientiert, die kann eine gute Mutter werden. Weil ihre kleinen Geschwister, die sind 5 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre und so weiter und so fort. Dann weißt du, oh, okay, die ist nicht so immer so draußen, familienorientiert, die hat Traits, Eigenschaften einer Mutter. Dann weißt du, okay, das ist vielleicht eine Dame, die ich nehmen kann, wo ich weiß, wenn ich mir die Kinder bekomme, die in meiner Abwesenheit kann die Kinder erziehen. Dann weißt du, zweite Department, verstehst du, kannst Haken machen und so weiter und so fort. Und dann, keine Ahnung, du telefonierst, und kennst du, wenn du datest, let us open the box. Wenn man datet und so, du bist mit dem Mädchen am Telefon, keine Ahnung, Geschwister kommen rein, Mutter kommt rein und so weiter und so fort. Und in diesen Minisekunden, wo die Mutter kurz fragt und sagt, ja, hast du, keine Ahnung, wo ist der Schuh, den ich letzte Woche gekauft habe? Die Art und Weise, wie sie mit der Mutter oder Vater oder Geschwister redet, dann weißt du... Zeigt dir auch etwas. Die zeigt auch etwas. Dann weißt du, oh, die respektiert. Ja. Die ist nicht frech, die ist nicht so und so und so. Dann weißt du, okay, wenn die so ist, das heißt bei uns, da wird auch eine gewisse Chemistry, weißt du, was ist mit Respekt? Das, was ein Mann dann braucht, Respekt. Yes! Das ist schon, dieser Grundfundament ist schon bei ihr da, weil sie generell diese Älteren respektiert, ihre Eltern. Ist so. Es gibt sehr viele. Aber eine Sache, die mir direkt eingefallen ist in diesem Punkt, ist ja, es gibt ja auch gewisse Paare oder so weiter und so fort oder gewisse Aussagen, wo es heißt, dass du, sag ich mal, auch schon zusammenziehst. Ja, und du sagst, okay, bevor ich heirate, muss ich mit ihr zusammenziehen, um einfach auch noch mehr zu sehen, wie sie sozusagen im Haus ist. Weil es kann ja sein, zu Hause, sie kocht, sie macht alles, bist mit ihr zusammen, auf einmal die macht gar nichts. Weil sie denkt, okay, keine Ahnung, du bist ja auch ein Mensch, du kannst ja auch hin, du hast auch Wüste, mach selbst, weißt du, was ich meine, so. Das heißt, also es ist ja nicht immer 100%, dass das so ist, weil es kann ja sein, wenn du dann zusammenziehst mit dieser Person, dass du dann auf einmal andere Dinge machst, wo du dachtest, okay, ist so, oder live hittet dann. Weißt du, du sagst ja zum Beispiel von Respekt, wie sie mit ihren Eltern redet. Weißt du, aber stell dir vor, du bist jetzt mit ihr zusammen in einer Wohnung und sie ist jetzt irgendwie angepisst von dir. Wie reagiert sie dann mit dir? Oder wie weißt du, ich meine, weil einfach die Situation auch immer ganz anders ist. So, das heißt, am Ende des Tages ist es dann auch situationsabhängig, also muss eine gewisse Situation passieren, damit du als Recht noch siehst, okay, so ist die wirklich. Also ich sag mal so, weil du jetzt Beispiel gemacht hast mit Zusammenziehen. Genau. Also am Ende des Tages ist ja jeder seine Entscheidung, ob er mit dir zusammenzieht oder nicht. Ja. Ich würde eher den Charakter testen wollen, als zusammenziehen. Ich denke, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, was man einfach, ich sage ehrlich, man muss die testen. Teste. Ja, aber es ist auch anders, also nicht falsch verstehen. Ja. Es geht jetzt nicht nur um Frauen, sondern es geht auch andersrum auch. Ne, bei Männern ist es ja auch genauso. Auch 100% den Mann testen. Ich meine, muss man ja auch testen oder gucken, ob er wirklich so ist, wie er, sage ich mal, sagt, wie er ist. Ne? Gerade jetzt, sage ich mal, in diesem Alter. Weil ich sag mal so, auch zurückzukommen auf diesen Szenario ist so, was ich halt gemerkt habe, was halt grundsätzlich tatsächlich ein Problem generell in unserer Gesellschaft ist, dass ein gewisses also das heißt Thema, aber so, es wird etwas verkörpert, was eigentlich nicht die Realität ist. Weißt du, so dieses, ich muss independent sein, ich muss das sein, ich muss bossy sein, dann gibt es bei Männern, ich muss das sein, ich darf nicht so viel Gefühl zeigen und das wird ja so mäßig verkörpert durch die Dinge, die wir uns angucken, was wir uns anhören und. Ja? Und dann gibt es ja auch diese Situation, wo Männer, sage ich mal, Frauen als Spielzeuge sehen und so weiter und so fort oder andersrum vielleicht auch so, weißt du, ich meine, das heißt, es wird
komplett was ganz anderes vermittelt, über Social Media, wo du dann 100%. selber denkst, ey, wenn ich in einer Beziehung bin, ich muss so machen, ich muss so machen, so, wenn ich das mache, dann muss ich das machen, so. Weißt du, es gibt ja jede Situation, gibt es ja schon irgendwie ein Gesprächsthema, weißt du? Ja. Und ich finde, auf den Punkt zu kommen, was wir gerade gesprochen haben, ist so, ich finde, wenn du jemanden gefunden hast und du hast diese Boxes getickt, weißt du, von beiden Seiten her aus, dann finde ich, so sollte jeder diese 100% geben, die auch jeder Einzelne verdient hat. Weißt Ja, du? aber zum Beispiel, guck mal, da war ein Aspekt mit Wäsche waschen. Ja. Bruder, ich sag dir ehrlich, das war für mich so viel. Das war für mich so, zum Beispiel, ich würde... Aber Bruder, aber warte mal. Wenn mein Schwester datet, ja, aber ich würde Bruder, nicht sagen, ich sage, wie du bist von dem... nee, aber Bruder, warte mal. Da habe ich einen Punkt, gell? Sagen wir mal, du hast eine eigene Wohnung. Du hast jetzt eine Freundin. Sagen wir mal, wo du jetzt bist, du wohnst ja alleine. Ja. So, du hast jetzt eine Freundin. Ja. Die kommt zu dir nach Hause, die kommt dich besuchen. So, gehst vielleicht arbeiten, gehst Fußball, gehst mit deinem Freund irgendwas machen. Auf einmal, du hast eine Freundin, die kommt, die putzt deine Sachen. Also, ihr seid schon länger zusammen. Sie weiß, wo deine Sachen sind. Sie geht dahin, du hast eine Box, wo Wäsche drin ist von dir. Okay, die nimmt es, also die räumt einfach auf und so. Wie würdest du dich dann da fühlen? Du würdest dich doch positiv fühlen. Sagst, oh, krass. Weißt du, was ich meine? Ich würde mich... So, du würdest sagen, krass. Aber was ich damit meine ist, wenn die Frau das macht, dann guck mal, der Mann sollte es nicht als selbstverständlich sehen. Ja, natürlich nicht. Das ist mein Aspekt. Du kriegst Talent, you haven't paid the right price. Aber ich sag dir eine Sache. Guck mal, ich wette mit dir, die waren auch länger zusammen. Ja, safe. Weil ich sage dir, Safe. guck mal, es gibt so gewisse Sachen, die machst du, guck mal, deswegen finde ich manchmal dieses Argument mit, ja, guck mal, ich mach das nicht. Weil ich sag dir, wenn du mit jemandem 1, 2, 3 Jahre zusammen bist, ihr seid schon so. So, ihr seid schon so. Das heißt, gewisse Sachen machst du automatisch. Du hast ja, wenn dein Freund nichts gegessen hat oder er geht irgendwie Fußball oder irgendwas und du bist bei ihm zu Hause oder keine Ahnung was. Ja, das ist was anderes. Dann machst du für den Essen. Aber was du machst für den Essen, dann machst du gewisse Sachen automatisch. Also wenn du diese Erziehung halt hast, weißt du, wenn du weißt, okay, so. Ja. Weil ich finde, du machst gewisse Sachen nicht ganz am Anfang. Nein. Weißt du, ich meine, du machst gewisse Sachen nicht ganz am Anfang. Am Anfang wirst du auch nicht für Dates bezahlen als eine Frau. Das wird ein Mann erledigen. Weißt du? Aber wenn die 2 Jahre zusammen wird, wirst du zu deinem Freund auch sagen, ey, komm, wir gehen was essen und du wirst bezahlen. Ja. Weißt du, was ich meine? Gewisse Sachen machst du sowieso im Laufe der Zeit automatisch, wenn du so diesen Mindset hast, okay, ihr seid auf diesem Level, wo ihr auf den nächsten Step gehen wollt, weißt du, was ich meine? Deswegen manchmal dieses Argument zu sagen, okay, ich mache gewisse Sachen nicht. Und wie lange willst du 2 Jahre, 2 oder 3 Jahre willst du gewisse Sachen nicht machen? Wie? Wie soll der Mann dann wissen? Weil am Ende des Tages, du hast das Thema Kochen gesprochen. Stell dir mal vor, du hast eine Freundin und die hat 2 Jahre lang nicht für dich gekocht. Du weißt gar nicht, wie die gekocht hat. Das ist doch eine Red Flag. Das ist Red Flag. Stell dir mal vor. Das ist Red Flag, ja. Deswegen für mich, dieses Argument teilweise ist dann so mäßig Bullshit, weil... Guck mal, ich denke, um das auch mal jetzt ein bisschen unsere Gedanken zu ordnen, denke ich, man ist frisch zusammen. Am Anfang der Beziehung sollte man sich zurückhalten mit diesen Duties. Von denen du gesagt hast, Woran ich angesprochen habe, kochen, waschen, bla bla bla. Das ist ja diese Kennenlernphase. Kennenlernphase. Ja, als Frau zurückziehen. Weil du musst erstmal den Mann als Mann machst du es nicht auch. Also du machst ja auch, also natürlich, du versuchst zu überzeugen, aber viele Sachen machst du ja auch noch nicht. Öffnest du auch noch nicht. Yes, genau. Ja, man lernt sich kennen, Charakter, bla 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 bla. So, und dann im Laufe der Beziehung, wenn sich Dinge gefestigt haben, dann können diese Sachen hervorkommen. Dann kommt es auch, ich finde, das kommt automatisch. Genau. Dann können für mich, weil das kommt für mich automatisch, weil es ist ja, ich finde so, Beziehung ist ja Step by Step. Ja, guck mal, ich finde, die Traits müssen da sein. Diese Eigenschaften müssen da sein und man muss erkennen. Ja. Aber gleichzeitig, ich finde, man soll sich auch ein bisschen was aufheben für die Ehe. Aber was? Deswegen habe ich gesagt, zum Beispiel, Wäsche waschen ist zu viel für mich. Aber was?
Weil welche Sache, Bruder, du nimmst diese Klamotten, tust da rein. Ja, aber Bruder. Was ist das, was ist... Ja, Bruder, das ist für mich einfacher als zu kochen. Ja, Bruder, kochen bis eine Stunde, 2 Stunden. Ja, aber, und auf einmal, aber guck mal, das heißt, die Frau würde ja den weiten Weg zu dir nach Hause machen, um zu waschen. nein, aber Bruder, das wird ja sowieso nie so sein. Die war bestimmt da, die hat diese Wäsche gesehen, hat sie einfach gewaschen. Ist ja meistens, also du kannst mir nicht sagen, jemand fährt 1 Stunde, um deine Wäsche zu waschen. Bruder, du weißt nicht. Aber okay, sagen wir mal, das ist so. Aber ich sage dir, guck mal, in einer Beziehung, guck mal, sagen wir mal, du hast eine eigene Wohnung. Also das ist nur meine Gedanken, die ich jetzt gerade sage. Dann kommt sie mich besuchen und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Die sollen so. nicht. Warte, nein. Weil also Wäsche waschen, Bruder, das ist eine Sache von 2 Minuten. Hör zu, guck. Ja. Ich habe meine eigene Wohnung. Ja. Meine Freundin hat ihre eigene Wohnung. Die kommt mich besuchen. Wir haben davor behind the scenes gesprochen. Ja. Meine Wohnung ist meine eigene Responsibility. Ja, ich muss Miete zahlen, ich muss Strom zahlen, ich muss Wasser zahlen, ich muss einkaufen gehen, ich muss das machen. Ich finde, wir sind zusammen, haben eine Beziehung, bla bla bla. Aber dort, wo ich noch meine Responsibilities habe, lass mich da meine Responsibilities machen. Ja. Und du in deiner Wohnung, mach du da deine Responsibilities und so weiter und so fort. Das heißt, die Frau kann kommen und mal helfen. Das heißt, oh Schatz, ich war einkaufen, wollen wir gemeinsam kochen und dann die kocht oder bla bla bla. Aber findest du, das ist nicht so viel? Nein, aber guck mal, das ist ja eine einmalige Sache. Okay. Und deswegen habe ich gesagt, aber was, wenn Waschen auch einmalige Sache ist? Ja, deswegen, weil wenn Waschen aber für mich, ich würde mich nicht wohlfühlen, aber wenn es eine einmalige Sache ist, dann würde ich sagen, okay. Ja. Aber das soll nicht Standard sein. Ja, aber weil Bruder, das gehört zu das gehört zu Routine dazu. Nicht, aber das Ding ist, guck mal, was ich so sagen will, ist einfach, weil, guck mal, ich will es nicht so hinstellen, als würde die Frau, sage ich mal, oder auch sie oder bei dem Szenario oder generell allgemein, dass die Frau sozusagen kommt und dann wäscht, weißt du? Sondern es geht eher darum, dass du siehst sozusagen, dass die Frau ein gewisses Gespür hat für gewisse Sachen, Haushaltssachen, ich weißt weiß. du? Das ist warte. Treats. Genau, gewisse Dinge. Und dann siehst du, okay, guck mal, du bist zum Beispiel nicht zu Hause. Sagen wir mal, ihr seid eine lange Zeit zusammen. Und du bist nicht zu Hause. Du bist zum Beispiel Fußball. Du hast, sagen wir mal, die Jungs jede Woche, du weißt selbst, jede Woche Fußball, dies, das, pipapo. Unter der Woche, du bist arbeiten. Okay, sie kommt zum Beispiel dann mittwochs zu dir. Ihr verbringt Zeit und sonst irgendwelche Sachen. Dann vielleicht übernachtet sie bei dir. Nächster Tag, du gehst arbeiten, bla, bla, sie hat vielleicht frei, keine Ahnung was. Und dann auf einmal sagt sie, okay, ich räume mal hier auf und so. Du hast ein Ding, die nimmt es, tut es in die Wäsche. Und das ist zum Beispiel, einmal im Monat macht sie das. Automatisch, warte mal, einmal im Monat, nicht einmal im Monat ist regelmäßig. Nein, nicht diese, ich mache einmal im Monat, sondern sie macht einmal im Monat, warte mal, die müssen das stehen, Bruder, einmal im Monat, sagen wir mal, die macht einmal im Monat so, nicht, dass sie es geplant hat, aber das passiert einfach. Verstehst du, was ich meine? Das passiert einfach. Ja. So, willst du mir sagen, du als Mann, würdest ja stehen und sagen, Bruder, ey, Madame, hör mal jetzt auf, meine Sachen zu waschen. Bruder, Nein, es würde für dich eine Hilfe sein. 100%. Das würde für dich eine Hilfe mal, aber du würdest auch sehen, ey, die kehrt für mich. Ja, Bruder, ich stimme mit dir überein. Die Tat, die sie tut, ist nicht das Problem. Das ist gut, das ist richtig, nur falscher Zeitpunkt. Okay. Das aber Bruder, aber wenn du heiratest, sagen wir, okay, wir gehen mal in diese Heiraten-Sache. Ja, dann musst du. Warum musst du? Du kannst auch machen, Bruder. Du kannst auch machen, Bruder. Du kannst auch machen. Du kannst auch machen. Nein, kannst auch machen. Kannst auch waschen. Kannst auch ihre Sache waschen. Ja, aber. Dann ist egal. Dann muss sie das machen. Ja, dann sehe ich das als Part. Das ist dann ihr Department. Aber warum ist nicht dein Department? Kannst du nicht mein Department. I am paying everything. Nein, sie. Nein, guck mal. I will give my woman soft life. So, okay. Das heißt im Vergleich zu welche Waschen, die macht es von alleine. Okay, du hast davor gesagt traditional, you are traditional. So it makes sense. You're making me looking bad. Nein. Guck mal, nein, ich verstehe. Nein, weil du am Anfang gesagt hast, you are a traditional man. Das heißt, es macht Sinn, was du sagst. Bist du ein traditional Mann? Nein, ich bin Expose nicht. Yourself. Nimm mir Softboy. Nimm mir 50-50. Wir 50-50. Spaß. Nein, aber ich finde,
ich finde persönlich, gewisse Sachen in einer Beziehung sind nicht schlimm. Ja. Weißt du, im Generellen, ja, um das da mal so zum Ende zu kommen. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, wenn ihr euch beide liebt, ihr euch beide gern habt, ihr wisst, okay, ihr wollt heiraten, ihr wollt Familie gründen und so weiter und so fort, dann finde ich, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es mir eigentlich egal, was du reinbringst. Ja. Ob du jetzt meine Sachen wäschst, ob du kochst und so weiter und so fort. Wenn ich diese Sachen sehe, gibt es mir noch mehr einen Boost zu sagen, I want to marry this Ja, woman. 100%. Weißt du, was ich meine? Wir sind auf jeden Fall Genau. der gleichen Meinung, dass die Traits Genau. Wenn gewisse Sachen, weil ich sag mal so, wenn zum Beispiel eine Frau, du hast 2 Jahre oder 3 Jahre mit dir zusammen und die hat gewisse Sachen noch nicht für dich gemacht. So, oder sagen wir mal, du machst bewusst als Mann in deiner Wohnung, machst du so Wäsche, so, du lässt einfach mal liegen, um zu gucken, wie sie reagiert. Stell dir mal vor, sie wird nichts machen. Die wird einfach das da liegen lassen. So, und das machst du 2, 3 Mal und du siehst einfach. Dann denkst du dir auch so, Alter, Bruder. Was macht ihr dann? Also, nicht, was macht die da, aber du würdest in deinen Gedanken auch sein und sagen, ey, is this how she really is? Like, because es gibt ja Männer, auch Frauen, die einen gewissen Kopf nicht haben für so Sachen, weil sie es halt nicht kennen oder nicht so aufgezogen sind, weißt du? Und dann ist eine Sache, die Frage, die du dich selber stellen musst, okay, zeige ich es ihr oder sage ich nein? Verstehst du, was ich meine? So, und deswegen finde ich immer so, sollte man einige Sachen in der Beziehung, weil ich finde so, in der Beziehung ist das ist so wie eine Vorbereitung. Genau wie in der Saison, Fußball, du hast eine Vorbereitung, bevor die Saison anfängt. Das heißt, Beziehung finde ich ist wie so eine Vorbereitung, bevor die Saison anfängt. Und die Saison ist die Marriage. Ja. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du musst schon dich so vorbereiten, dass du ready bist für die Marriage. Und ein Mann muss gewisse Sachen sehen, finde ich. Ja. Und eine Frau muss auch gewisse Sachen sehen. Vom Mann. Genau, vom Mann, dass ihr beide, sage ich mal, ready seid für das. Für das Ding. Weil, 100%. wenn du nicht ready bist, wie willst du dann, sage ich mal, diese Sachen, die du zum Beispiel jetzt gesagt hast oder die ich gesagt habe, wie willst du dann das machen? Weißt du, weil das ist ja nicht wie ein Schalter, der sich dann auf einmal so dreht und sagt, ey, jetzt kann ich Wäsche waschen, jetzt kann ich kochen, jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich das machen. Deswegen finde ich so, be yourself in the relationship von beiden Seiten. Und wenn ich das so akzeptiere, dann ist fein. Wenn du es so akzeptierst, fein. Und wir moven. Wenn ich aber sage, okay, es passt nicht oder du passt, dann ist es okay. Weißt du, aber jeder war, sag ich mal, 100% sich selber. Und like, das zieht sich ja sowieso an, weißt du? Wenn du jetzt so selber bist, wie du selbst bist wie du und ich auch selbst bin wie ich und wir beide, sag ich mal, connecten, dann ist cool. Wenn nicht, dann nicht, weißt du? Aber wenn dieses 50 hier von dir, 50 von mir, Bruder, dann wissen wir gar nicht, wie es ist. Weil diese 100% ist ja von beiden noch gar nicht da, weißt du? Und deswegen finde ich so, auch gerade zurück zu dem Szenario zu kommen, finde ich das gut, was sie gemacht hat. Und das war ihr Reward. Weißt du, weil ein Mann sieht diese Sachen. Ja, 100%. Ein Mann recognize diese Sachen. Deswegen habe ich weißt auch du? gesagt, der Mann hat sie bewusst am Ende des Tages ausgewählt, weil er diese Traits in ihr gesehen hat und hat gesagt, ey, das ist die Frau meines Lebens. Sie war 100% sie selber. Ja. Sie hat das gemacht, was sie sozusagen für richtig empfindet. Und das hat sozusagen ihr Reward gegeben. Und das kann ich nur allen Frauen da draußen sagen. Ja. Seid ihr selber, macht das, was ihr zu Hause beigebracht bekommen habt. Und hört nicht so viel weißt du, von außen. Hört auf eure Mütter. Genau, und bei Männern genauso. Weißt du, ich meine, so, ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung auch Influence und das und das und das und das. Aber am Ende des Tages bringt das nichts. So, es gibt Niggas da draußen, die sagen, ja, you need to be tough und so bla bla bla, tough life, street, dies, das, pipapo. Am Ende des Tages, Street Boys werden zu Loverboys. Yeah. Street Boys werden zu Loverboys, das ist so. Yeah. Weißt du, deswegen schämt euch gar nicht, auch gerade die junge Generation. Oder wenn ihr eine Frau habt, seid Loverboys. Weil am Ende des Tages die Leute, die dann irgendwann 30 sind, die werden sowieso Loverboys sein, die mit 21, 20 Street waren und hart und tough und so. Die werden auch Loverboys. Ja. Das heißt, schämt euch nicht so. Und deswegen sage ich so, jeder muss einfach so sein, wie der ist. Wenn du denkst, es ist das Richtige, dann mach das. Fertig. Das ist meine Meinung. Ja, willst du noch irgendwas dazu sagen? Nein, also ich denke, wir können hier einen Cut machen, gell? Cut machen, stehen bleiben. Ja, auf jeden Fall, so ein Szenario ist sehr, sehr nice. Müsst ihr auf jeden Fall öfters wiederholen. Safe. Deswegen schickt auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas so habt, ihr müsst, also so wie sie es jetzt gemacht haben, müsst ihr nicht in eure Perspektive das schicken, also in Ich-Person, sondern ihr könnt es einfach auch ein bisschen formulieren und einfach schicken, ne? Gar kein Problem. Ja, ansonsten würde ich sagen, war's das. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, oder? Ja, bis zur nächsten Folge.